Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn bei eurem BSH-Gerät, also Bosch, Siemens, Neff, Constructa und noch ein paar Unterfirmen, in der Anzeige die kleine Sonne, also das Symbol für Klarspüler, und der Wasserhahn gleichzeitig blinken, gibt es zwei mögliche Ursachen für diesen Fehler. Zum einen kann ein Kommunikationsproblem zwischen den Elektroniken bestehen, dann liegt es meistens an der Hauptelektronik. Wie die getauscht wird, seht ihr jetzt gerade in diesem Video. Dazu nehmt ihr die Seitenwände ab, hinten den Stecker und dann könnt ihr die Elektronik ausbauen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund für diesen Fehler, der ist auch relativ häufig. Und zwar kann es sein, dass ein Masseschluss an einer Heizung vorliegt. Um das zu überprüfen, müsstet ihr euch wieder zur Elektronik vorwagen. An der Elektronik entfernt ihr dann oben diesen Deckel und seht rechts oben in diesem Fall nur ein Stecker mit roten Kabeln dran. Bei Geräten mit Zeolithheizung ist dort noch ein weiterer Stecker mit roten Kabeln. Und ihr messt mit einem Messgerät den Widerstand zwischen den roten Kabeln und den grün-gelben Kabeln. Dort darf kein Widerstand messbar sein. Wie gesagt, hier seht ihr der Stecker, wo rote Kabel und grün-gelbe Kabel rangehen. Das sind die Kabel, die zur Heizpumpe führen. Die Heizungen, die zum Glasheizkörper für die Zeolithheizung führen, haben nur zwei rote Kabel. Wenn ihr dort dann, wie gesagt, zwischen dem Gehäuse, also der Masse, und einem roten Kabel einen Widerstand messt, ist dieser Heizkörper defekt bzw. feucht geworden. Dann kann man schauen, ob man den trocknen kann. Bei der Heizpumpe ist es relativ häufig, dass das in Verbindung mit dem Fehler E15 auftaucht. Deswegen verlinke ich euch da nochmal das passende Video zum Fehler E15 hier hinten im Anhang.